Alles begann an einem sonnigen Samstagmorgen, als ich beschloss, den lokalen Flohmarkt zu besuchen. Fotografie war schon immer meine Leidenschaft, und ich war ständig auf der Suche nach einzigartigen, alten Kameras, um meine Sammlung zu erweitern. Als ich zwischen den Ständen mit Antiquitäten und Trödel herumstöberte, fiel mein Blick auf eine alte Polaroid-Kamera. Sie hatte eine gewisse Patina, die nur echtes Alter und häufige Benutzung mit sich bringen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Der Verkäufer, ein älterer Mann mit durchdringenden Augen, beobachtete mich, während ich die Kamera in den Händen hielt. „Das ist keine gewöhnliche Kamera“, sagte er mit einer rauen, warnenden Stimme. Ich lächelte, da ich solche Verkaufstricks schon oft gehört hatte. „Sie ist etwas Besonderes“, fügte er hinzu, aber seine Worte klangen eher wie eine Warnung als wie ein Verkaufsargument. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, war mein Interesse geweckt. Nach einem kurzen Feilschen gehörte die Kamera mir. Auf dem Heimweg konnte ich nicht aufhören, an die Worte des Verkäufers zu denken. Etwas Besonderes. Was hatte er damit gemeint? War es nur ein Versuch, die Kamera interessanter wirken zu lassen, oder steckte mehr dahinter? Bald sollte ich herausfinden, dass seine Worte mehr Wahrheit enthielten, als ich mir je hätte vorstellen können. Nachdem ich die Kamera mit nach Hause genommen hatte, war ich begierig darauf, sie auszuprobieren. Ich begann, Fotos von alltäglichen Dingen zu machen, meiner Katze, die im Sonnenlicht döste, der blühenden Rose im Garten, dem gemütlichen Lesesessel in meinem Wohnzimmer. Doch als die Bilder sich entwickelten, war ich jedes Mal aufs Neue schockiert. Das erste Bild, das meine Katze zeigen sollte, zeigte stattdessen eine leere Ecke mit zerkratzten Tapeten und einem verstörenden Schatten, der sich über den Boden erstreckte. Das nächste Foto, das eigentlich die Rose im Sonnenlicht einfangen sollte, enthüllte einen verwelkten, verdorrten Strauch, umgeben von einer unheimlichen Dunkelheit. Aber es wurde noch schlimmer. Auf einem Bild, auf dem ich in meinem Lesesessel abgelichtet werden sollte, zeigte sich das Wohnzimmer in einem chaotischen Zustand, Möbel umgeworfen, Fenster zerbrochen, und inmitten des Chaos saß ich, mit leerem, erschrockenen Blick, als wäre ich Zeuge eines unvorstellbaren Horrors geworden. Jedes Foto offenbarte eine düstere, verzerrte Version meines Lebens. Es war, als würde die Kamera in eine dunkle Parallelwelt blicken und die schlimmsten Befürchtungen und Albträume festhalten. Mit jedem Bild wuchs meine Angst, und die warnenden Worte des Verkäufers hallten in meinem Kopf nach. Was war das Geheimnis dieser Kamera? Und wie konnte ich der düsteren Wahrheit, die sie mir zeigte, entkommen? Als ich die mysteriöse Polaroid-Kamera in meinem Spiegelbild fotografierte, ahnte ich nicht, welche dunkle Wahrheit sie enthüllen würde. Mit einem Gefühl der Unsicherheit und Neugier drückte ich auf den Auslöser, mein Blick fest auf das Spiegelbild gerichtet. Das entwickelte Foto offenbarte eine erschreckende Szene. Ich stand in einem dunklen, kaum beleuchteten Raum, umgeben von unheimlichen Schattenfiguren. Diese Gestalten, kaum mehr als flüsternde, rauchartige Silhouetten, schwebten in der Dunkelheit um mich herum. Ihr Flüstern klang wie das Murmeln verborgener Geheimnisse, weit entfernt von meiner Vorstellungskraft. Mein Gesichtsausdruck auf dem Bild war einer der Verwirrung und Furcht, eingefangen in einem Moment des absoluten Entsetzens. In einem Anfall von Panik und Furcht ließ ich die Kamera fallen. Sie schlug mit einem lauten Knall auf den Boden, ein Symbol meiner verzweifelten Ablehnung der erschreckenden Wahrheit, die sich mir offenbart hatte. Mein Herz schlug wild, und meine Gedanken kreisten um die unheimliche Entdeckung. Was bedeuteten diese Schattenfiguren? Warum zeigten die Fotos verzerrte Versionen der Realität? In der folgenden Nacht, nach dem erschreckenden Erlebnis mit dem Foto meines Spiegelbildes, begannen die Albträume. Ich sah mich in meinen Träumen in endloser Dunkelheit, umgeben von unheimlichen, flüsternden Schattenfiguren. Diese Gestalten bewegten sich langsam, fast schwebend, immer näher auf mich zu. Ihre Silhouetten waren undeutlich, aber ihre Präsenz war bedrohlich und beklemmend.
Die Atmosphäre in diesen Träumen war erdrückend. Eine tiefe, drohende Stimme hallte durch die Dunkelheit, ein Flüstern, das meinen Namen aussprach. Es fühlte sich so real an, dass ich jedes Mal mit einem Herzschlag erwachte, der in meinen Ohren dröhnte. Diese nächtlichen Begegnungen ließen mich zitternd und schweißgebadet aufwachen, unfähig, wieder einzuschlafen. Tagsüber fühlte ich mich zunehmend schwächer. Es war, als würde diese mysteriöse Polaroid-Kamera, die nun in einer Ecke meines Zimmers verstaubte, irgendwie meine Lebenskraft absorbieren. Jeder Tag schien schwerer zu werden, ich fühlte mich entkräftet und ausgelaugt, als hätte die Kamera nicht nur Bilder, sondern auch einen Teil meiner Essenz eingefangen. Die Grenzen zwischen Traum und Realität begannen zu verschwimmen. Ich war mir nicht mehr sicher, ob die flüsternden Stimmen und die dunklen Gestalten nur Produkte meiner Albträume waren oder ob sie in irgendeiner Form in meine Realität eingedrungen waren. Die ständige Angst und Erschöpfung zehrten an meinem Verstand und ließen mich an meinem Verstand zweifeln. Getrieben von der verzweifelten Hoffnung, ein Gegenmittel zu finden, machte ich weiterhin Fotos mit der Polaroid-Kamera. Mit jedem Klick schien sich jedoch die düstere Welt hinter den Bildern intensiver zu offenbaren. Die Fotos zeigten nun nicht mehr nur verzerrte Szenen meines Lebens, sondern wurden zu Fenstern in eine Welt voller Schrecken. Ein Bild zeigte einen verlassenen Friedhof bei Nacht, dessen Grabsteine mit unleserlichen Namen bedeckt waren. Ein anderes enthüllte ein verlassenes Haus, in dessen Fenstern geisterhafte Gestalten zu schimmern schienen. Jedes Foto schien eine dunklere, entsetzlichere Szene als das letzte zu enthüllen. Meine Träume wurden ebenfalls zunehmend bedrohlicher. Ich fand mich in labyrinthischen Korridoren wieder, verfolgt von flüsternden Schatten, die meinen Namen riefen. In einem Traum stand ich am Rand einer unendlichen Leere, als ob ich an der Schwelle zu einer anderen, schrecklichen Realität stand. Erschöpft und zerrüttet, begann ich zu realisieren, dass die Kamera nicht nur Bilder festhielt, sondern irgendwie mit meinem Bewusstsein verbunden war. Jedes Foto schien einen Teil meiner Seele zu absorbieren und mich tiefer in einen Abgrund aus Angst und Verzweiflung zu ziehen. In meiner Verzweiflung suchte ich nach Hinweisen in den Bildern, etwas, das mir helfen könnte, diesen Albtraum zu beenden. Doch je mehr ich fotografierte, desto mehr schien ich mich in diesem Netz aus Schrecken und Wahnsinn zu verfangen. In meinem verzweifelten Versuch, dem unheilvollen Einfluss der Kamera zu entkommen, kam mir eine unerwartete Erkenntnis. Vielleicht war es nicht die Kamera, die diese schrecklichen Visionen erzeugte, sondern meine eigene Angst. Mit zitternden Händen nahm ich die Kamera ein letztes Mal in die Hand. Anstatt ein weiteres Foto von mir zu machen, richtete ich sie auf die Kamera selbst im Spiegel, ein Foto der Kamera, das die Kamera selbst aufnahm. Als das Bild sich entwickelte, offenbarte sich eine Szene, die ich nie erwartet hätte. Ein Spiegelbild des Raumes, aber in einer friedlichen, fast heilenden Atmosphäre. Keine Schattenfiguren, keine zerbrochenen Fenster. Nur Stille und Frieden. Es war, als hätte die Kamera eine Art Reinigung durchlaufen, indem sie sich selbst fotografierte. In diesem Moment erkannte ich, dass die wahren Monster oft in unseren eigenen Ängsten und Gedanken verborgen liegen. Die Kamera hatte nicht meine Realität verzerrt, sondern meine Ängste und Unsicherheiten sichtbar gemacht. Indem ich mich diesen Ängsten stellte, konnte ich sie überwinden. Die Albträume hörten auf, und ich fühlte mich wieder lebendig und frei. Die Kamera legte ich beiseite, entschlossen, meine Zukunft nicht durch die Linse der Vergangenheit oder Angst zu betrachten, sondern durch meine eigenen Augen, voller Hoffnung und Mut.